Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja Leute, heute möchte ich euch meine drei Lieblings-Amber-Parfums vorstellen. Ja, und eine kleine Überraschung vielleicht für den einen oder anderen. Es ist nicht Grand Soir von Francis Kurkdjian und auch nicht Amber Star von Xerjoff dabei. Ich finde die beiden Düfte natürlich großartig, aber ja, Grand Soir ist mir auf Dauer einfach etwas zu intensiv beziehungsweise ja zu drückend. Das kann ja bei Amber je nach Konzentration eben der Fall sein. Die drei Parfums, die ich euch heute vorstelle, die sind für mich ja etwas einfacher zu tragen, eher so für den täglichen Bedarf besser geeignet. Und zu Amber Star von Xerjoff habe ich eine wirklich tolle Alternative gefunden, die für mich auch tatsächlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. So, nun starten wir aber mit dem ersten Duft, nämlich mit Salam von der Marke Anfass. Ein traumhafter Flakon und eben auch ein traumhafter Duft. In Salam haben wir tatsächlich eine richtig angenehme Ambernote. Also nie zu drückend, nie zu schwülstig, für mein Empfinden auch nicht zu intensiv. Wir haben aber trotzdem eben so diesen wärmenden, umhüllenden Effekt eben von Amber. Richtig angenehm. Dazu bekommen wir dann auch noch eine richtig pudrige Moschusnote. Vor allem wird hier kein animalischer Moschus verwendet, also ganz im Gegenteil, es ist ein richtig angenehmer, pudriger Moschus und wir haben den ganzen Duftverlauf über auch eine richtig angenehme Fruchtnote mit dabei. Also es ist hier die Mandarine und das lockert, ja, das dann doch recht intensive, ambrierte und moschuslastige Parfum dann wirklich angenehm auf. So eine ganz leichte Jasmin, also florale Note schwingt auch noch mit. Ist für mich aber tatsächlich eher so im Hintergrund. Ja, der Dry Down wird dann immer holziger, da haben wir eine richtig angenehme, weiche Sandelholznote. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Salam wirklich sehr angenehm zu tragen ist. Das ist eben auch so ein Daily Driver. Das ist eben auch der Grund, weshalb ich es zum Beispiel Grand Soir auch vorgezogen habe. Ja, denn wir haben auf der einen Seite wirklich so einen angenehmen, warmen und vor allem nicht drückenden Amber. Dann haben wir auch eine richtig tolle pudrige Moschusnote, vor allem keinen animalischen Moschus. Und durch die Mandarine ist es auch leicht fruchtig und insgesamt dadurch auch, ja, tatsächlich so eine aufgelockerte, ambrierte Duftkomposition. Die Haltbarkeit ist übrigens richtig gut. Ich komme hier auf 9 bis 10 Stunden. Da kann man absolut nichts sagen. Die Sillage ist in Ordnung, vor allem in den ersten 3-4 Stunden auch wirklich recht intensiv. Man ist halt wirklich so die ganze Zeit von dieser angenehmen Duftaura ja umgeben. Es ist ein ganz tolles Parfum. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Ja, und weiter geht es mit Amber Leavable von Astrophil Stella. Das ist meine Amber Star Alternative von Xerjoff. Ja, wie einige wahrscheinlich von euch wissen, bin ich ja durchaus großer Xerjoff-Fan. Aber ich muss sagen, dass Amber Leavable für mich im Vergleich zu Amber Star einfach das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ja, denn dann starten wir jetzt am besten auch mal direkt mit dem Preis. Die 50 ml, übrigens ein Extrait de Parfum, kosten 135 Euro. Ja, und ihr wisst ja, dass Amber Star eben nur im Doppelpack mit Star Musk zu bekommen ist, zu natürlich ganz anderen Konditionen. Also das ist eben schon mal ein ganz großer Unterschied. Ja, und dann hat Amber Leavable für mich eben auch wirklich große Ähnlichkeit zu Amber Star eben von Xerjoff. Also für mich gibt es da wirklich einige Parallelen. Die Duft-DNA ist grundsätzlich wirklich sehr ähnlich. Amber Leavable startet wirklich mit einer sehr frischen und vor allem orangigen Kopfnote. Ich muss aber auch sagen, dass ich eigentlich auch schon in der Kopfnote eine ganze Menge Amber wahrnehme, der dann natürlich im weiteren Duftverlauf immer präsenter wird. Ja, und ich muss auch wirklich ehrlich sagen, dass diese Ambernote für mich einfach auch etwas angenehmer ist als zum Beispiel in Amber Star. Also ich nenne es ja einmal drückend. Die Note ist eben nicht so drückend, nicht so präsent
wie in Amber Star, dadurch für mich einfach angenehmer und auch besser zu tragen. Dazu bekommen wir dann auch wirklich noch einige harzige Duftnoten. Das passt natürlich auch wieder ideal zu dieser warmen Ambernote. Der Dry Down wird richtig angenehm holzig. Da bekommen wir dann auch immer mehr Vanille. Ich muss aber auch da sagen, die Vanille ist nie zu süß, nie zu präsent. Es ist insgesamt wirklich eine perfekt aufeinander abgestimmte Duftkomposition. Ja, und dadurch ist es für mich einfach auch eher täglich zu tragen, also auch einfacher zu tragen, so drücke ich es mal aus, als eben zum Beispiel Amber Star. Aber ich bin auch großer Amber Star Fan, aber tatsächlich hat eben Amber Leavable von Astrophil in Stella für mich das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, die Haltbarkeit ist richtig gut. Auch hier komme ich so auf circa 9 bis 10 Stunden. Die Sillage ist richtig angenehm, ja, so wie es eben bei ambrierten Parfums der Fall ist. Man hat eine ganz wundervolle Duftaura. Man wird auch ganz positiv im Umfeld wahrgenommen. Also es ist wirklich, ja, fast schon so ein Geheimtipp. Ich glaube, viele kennen das Parfum gar nicht. Also deswegen besorgt euch da mal eine Abfüllung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr begeistert sein werdet. So, und dann kommen wir jetzt zu Floral Amber Essential Musk von Rosendo Mathieu. Zuletzt kam dieses Parfum ja auch in meinem Herbstvideo vor. Das Video verlinke ich euch oder blende ich euch hier oben rechts ein. Ja, Floral Amber Essential Musk ist für mich ein Meisterwerk. Auch hier haben wir einen richtig angenehmen, warmen, weichen, anschmiegsamen Amber. Also wirklich richtig toll. Dann gibt's auch wirklich eine ganze Menge Moschus. Also Moschus müsst ihr mögen. Dieses Parfum ist wirklich sehr pudrig, aber auch hier kein animalischer Moschus, also wirklich sehr angenehm. Ja, und Floral Amber Essential Musk hat für mich auch die ganze Zeit eigentlich von der Kopfnote bis in den Dry Down auch eine gewisse Würzigkeit. Also die ist wirklich präsent. Gewürze sind tatsächlich auch als Duftnote gelistet. Wir wissen zwar nicht, welche Gewürze, ja, aber es ist eben eine gewisse Würzigkeit vorhanden und präsent. Dann nehme ich auch noch die Gartennelke wahr, ja, was sich wiederum auch dieser Würze anpasst und auch so einen ganz leicht floralen Einschlag mit sich bringt. Es ist aber zusammengefasst wirklich eben ein ambriertes, sehr pudriges Moschus-Parfum, was eben auch würzig ist. Die Haltbarkeit ist unfassbar. Also ich habe es ja in meinem anderen Video auch schon gesagt. Ihr kommt da ohne Probleme durch den Tag. Und wenn ihr abends nicht duschen geht, dann riecht ihr das am nächsten Morgen, am nächsten Mittag, am nächsten Abend noch. Also das kann man eigentlich gar nicht so wirklich benennen. Die Haltbarkeit ist 1 bis 2 Tage, je nachdem, wann ihr euch eben reinigt. Ja, unglaublich. Und vor allem ist es gar nicht teuer. Also ja, das ist natürlich alles relativ. Aber die 100 ml gibt es teilweise schon so zu 130, 140 Euro. Ich glaube, so der offizielle Verkaufspreis ist 175 Euro. Wenn man das natürlich so, ja, den Milliliterpreis runterrechnet, hat es für mich ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Dafür bekommt ihr ein wirklich qualitativ hochwertiges Parfum mit einer unglaublichen Haltbarkeit und Sillage. Also eine ganz klare Empfehlung. So, und dann sind wir auch schon durch für heute. Hier seht ihr nochmal diese 3 wundervollen Düfte. Also ich kann euch alle wirklich ans Herz legen. Ist natürlich alles Geschmackssache und subjektiv. Ich sage es immer wieder, aber mit diesen 3 Düften macht ihr nichts verkehrt. Ihr bekommt eine tolle Qualität. Ihr habt überall eine gute Haltbarkeit und Sillage. Vor allem eben, ja, beim mittigen Parfum Floral Amber Essential Musk. Also ganz tolle Düfte. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Kannst ja gerne mal kommentieren, ob du das eine oder andere Parfum hier aus dem Video kennst und ja, vor allem, wie du es so findest. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und wir hören uns und sehen uns demnächst wieder.